zeigt dir, wie du einen Sicherungsring für Wellen nach DIN 471 im Schnitt zeichnest. Hier ein CAD-Modell von einem Sicherungsring. Gezeichnet sieht er in der Vorderansicht so aus. In die Montagelöcher der Augen greift man mit einer speziellen Zange nach DIN 5254 und spreizt so den Sicherungsring auf, um damit Narben wie dieses Zahnrad auf Wellen axial zu sichern, indem man den Sicherungsring geöffnet über die Welle führt und ihn im Nutgrund wieder einschnappen lässt. In Montagezeichnungen werden Sicherungsringe aber fast ausschließlich im Schnitt dargestellt. Die Schnittebene verläuft dabei genau durch die Öffnung zwischen den beiden Augen. Gegenüber der Öffnung, hier also oben, durchtrennt der Schnitt den Ring. Auf der Seite der Öffnung, hier also unten, schaut man dagegen auf die dahinterliegende Seitenfläche des Auges. In der Schnittdarstellung wird die durchtrennte Schnittfläche des Rings deshalb geschwärzt dargestellt. Warum geschwärzt und nicht schraffiert? Ausschließlich aus praktischen Gründen. Die Schnittfläche ist schlichtweg zu schmal für eine ordentliche Schraffur. Die ungeschnittene Fläche verbleibt weiß, wird also nicht geschwärzt oder schraffiert. Werfen wir einen letzten Blick auf die Proportionen und vergleichen die Höhen dieser beiden Flächen. Die ungeschnittene Fläche ist bei allen Sicherungsringen dieser Form stets höher als die geschnittene Fläche. So, jetzt weißt du, wie man einen Sicherungsring nach DIN 471 im Schnitt darstellt. Viel Erfolg bei deinem Entwurf oder deiner konstruktiven Aufgabe.